Ich möchte euch direkt am Anfang einmal zeigen, was mich an der Thermalmaster DV2 am meisten beeindruckt hat. Diese Aufnahme hier habe ich mit meinem Smartphone gemacht und schaut euch mal die Umgebung an. Hier ist es praktisch komplett dunkel. Man kann überhaupt nichts erkennen. Und jetzt schaut euch gleichzeitig das Display der DV2 an. Hier sehe ich plötzlich Häuser, Bäume, Vegetation, den Boden und teilweise sogar ziemlich feine Strukturen. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und damit ihr die eigentliche Bildqualität besser beurteilen könnt, so sieht die Aufnahme aus, wenn wir sie direkt aus der DV2 betrachten. Und genau diese Bildqualität ist für mich eine der größten Stärken dieses Geräts. Das hier ist die Thermalmaster DV2, eine Wärmebildkamera, die vom Design her ein bisschen aussieht wie ein Camcorder aus den 90er Jahren. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, denn genau diese Bauform mit dem großen ausklappbaren Display macht die DV2 ziemlich interessant. Ich habe das Gerät inzwischen eine ganze Weile ausprobiert, vor allem auch nachts. Und in diesem Video schauen wir uns an, wie gut ist die Bildqualität, wie funktioniert die Bedienung, was gefällt mir, was würde ich verbessern, und am Ende vergleichen wir die DV2 noch mit dem Rix Optics Pocket K2, das ich ebenfalls getestet habe. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, einen Gewinner und Verlierer zu bestimmen. Die beiden Geräte sind für mich eher für unterschiedliche Einsatzbereiche interessant. Bevor wir uns die technischen Daten anschauen, möchte ich einen Punkt klarstellen. Die DV2 ist in erster Linie ein Wärmebildgerät zum Beobachten. Und das gilt später genauso für das Pocket K2. Hier geht es darum, beispielsweise Tiere oder Personen in der Dunkelheit zu erkennen, die Umgebung zu beobachten, Wärmequellen zu finden oder sich nachts einen Überblick über das Gelände zu verschaffen. Das sind keine klassischen Wärmebildmessgeräte, bei denen ich beispielsweise sagen möchte, dieses Bauteil hat jetzt exakt 52,7 Grad. Darum geht es hier nicht. Und das ist gleich bei einem bestimmten technischen Wert wichtig. Bei Wärmebildgeräten findet man häufig die Angabe NETD. Das steht für Noise Äquivalent Temperaturdifferenz. Das klingt kompliziert. Vereinfacht beschreibt der Wert aber, wie klein Temperaturunterschiede ein Wärmebildsystem noch vom eigenen Bildrauschen unterscheiden kann. Und dabei gilt, je niedriger der Wert, desto besser. Für die DV2 wird ein NETD-Wert von höchstens 20 Mikrokelvin angegeben. 20 Mikrokelvin entspricht bei einem Temperaturunterschied also gerade einmal ungefähr 200 Grad Celsius. Und das finde ich schon ziemlich faszinierend. Aber ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass die DV2 Temperaturen auf 0,02 Grad genau messen kann. NETD ist keine Messgenauigkeit. Wir haben hier schließlich ein Beobachtungsgerät und kein präzises Temperaturmessgerät. Der Wert beschreibt vielmehr, wie empfindlich das Wärmebildsystem auf sehr kleine thermische Unterschiede reagieren kann. Und genau solche kleinen Temperaturunterschiede helfen dabei, dass eine Landschaft nicht einfach nur aus ein paar weißen und schwarzen Flächen besteht. Wir sehen hier beispielsweise unterschiedliche Oberflächen. Äste, Blätter, Gras, Bodenstruktur, Gebäudeteile und teilweise sehr feine thermische Abstufung. Wenn man bedenkt, dass es dabei zum Teil um Temperaturunterschiede von nur wenigen Hundertstel Grad geht, finde ich das technisch wirklich beeindruckend. NETD allein entscheidet natürlich nicht über die Bildqualität. Das Objektiv, der Fokus, die Bildverarbeitung und das Display spielen ebenfalls eine große Rolle. Die DV2 verwendet nativ einen Wärmebildsensor mit 256 mal 192 Pixeln. Die Pixelgröße beträgt 12 Mikrometer und das Gerät arbeitet mit 50 Hertz. Thermal Master verwendet zusätzlich eine Super-IR-Bildverarbeitung und erzeugt daraus eine Darstellung mit 512 mal 384 Pixeln. Wichtig ist also, der eigentliche Sensor besitzt nicht 512 mal 384 physikalische Wärmebildpixel. Die native Auflösung beträgt 256 mal 192 Pixel. Die höhere Auflösung entsteht durch die interne Bildverarbeitung. Und wenn ich mir das Ergebnis anschaue, funktioniert diese Verarbeitung meiner Meinung nach wirklich sehr gut. Ich hatte mittlerweile mehrere Wärmebildgeräte hier und die Bildqualität der DV2 ist wirklich sehr, sehr gut. Gerade gemessen an der nativen Sensorauflösung finde ich das Ergebnis bemerkenswert. Schaut euch beispielsweise einmal diese Details hier an.
Ich erkenne einzelne Äste, Geländer, Gebäudekanten, Strukturen auf dem Boden, Vegetation und viele kleine Abstufungen in der Umgebung. Das ist nicht einfach nur ein Bild, auf dem ein warmer Mensch als heller Fleck erscheint. Die komplette Umgebung enthält erstaunlich viele Informationen. Und genau deshalb finde ich diese Smartphone-Aufnahme so interessant. Außerhalb des Displays sieht man praktisch nichts. Die DV2 sieht gleichzeitig eine komplette Landschaft. Häuser, Bäume, Gelände, Vegetation. Das zeigt ziemlich gut, was Wärmebildtechnik bei völliger Dunkelheit leisten kann. Und dafür braucht das Gerät keinerlei Restlicht. Es arbeitet mit der Wärmestrahlung der Umgebung. Je nach Bildmodus kann ich mich damit nachts erstaunlich gut orientieren. Teilweise entsteht wirklich das Gefühl, ich kann hier fast wie am Tag durch die Landschaft schauen. Natürlich darf man diese Aussage nicht falsch verstehen. Ich sehe keine Farben und kein normales Tageslichtbild. Es bleibt ein Wärmebild. Aber was die Erkennbarkeit von Wegen, Vegetation und anderen Strukturen betrifft, ist das schon beeindruckend. Ein weiterer Vorteil sind die 50 Hertz Bildrate. Dadurch wirkt das Wärmebild auch bei Bewegung sehr flüssig. Wenn ich die Landschaft absuche oder ein Tier verfolge, bekomme ich kein stark ruckelndes Wärmebild. Das trägt für mich ebenfalls dazu bei, dass sich die DV2 sehr angenehm benutzen lässt. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist natürlich das große Display. Es ist 5 Zoll groß und löst mit 1280 mal 720 Pixeln auf. Und das verändert die Nutzung im Vergleich zu einem klassischen Wärmebild monookular ziemlich stark. Ich muss das Gerät nicht ans Auge drücken. Ich halte es ungefähr wie einen kleinen Camcorder, ich kann beide Augen offen lassen, ich sehe die normale Umgebung und gleichzeitig das Wärmebild. Gerade bei längeren Beobachtungen gefällt mir das sehr gut. Und es gibt noch einen ganz simplen Vorteil. Mehrere Personen können gleichzeitig auf das Wärmebild schauen. Bei einem klassischen Monookular geht das natürlich nicht. Da muss man das Gerät immer weiterreichen. Bei der DV2 kann ich einfach sagen, schau mal dort, und beide sehen dasselbe Bild. Der große Bildschirm hat allerdings seinen Preis. Die DV2 ist relativ klobig. In eine normale Hosentasche würde ich sie nicht stecken. In die große Seitentasche einer Cargohose bekommt man sie dagegen hinein. Das funktioniert bei mir tatsächlich ganz gut. Für längere Touren würde ich sie trotzdem eher in einer Tasche oder einem Rucksack transportieren. Das Handling insgesamt finde ich okay. Die Camcorder-Bauweise funktioniert besser, als ich zunächst erwartet hatte. Beim Griff sehe ich allerdings noch Verbesserungspotenzial. Der könnte meiner Meinung nach etwas ergonomischer geformt sein. Wenn man das Gerät nur kurz verwendet, fällt das kaum auf. Bei längeren Beobachtungen würde ich mir aber eine etwas stärkere, an die Hand angepasste Form wünschen. Die DV2 bietet verschiedene Wärmebildeinstellungen und welche davon am besten funktioniert, hängt sehr stark von der Situation ab. Bei einer Landschaft gefallen mir beispielsweise häufig die klassischen Schwarz-Weiß-Modi. Hier sehe ich viele Details und Strukturen. Wenn ich dagegen möglichst schnell ein Tier oder eine andere warme Quelle finden möchte, kann eine stärkere Hervorhebung sinnvoll sein. Ich würde deshalb gar nicht sagen, das ist der beste Modus, einfach ausprobieren. Je nach Umgebung kann ein anderer Modus besser funktionieren. Die DV2 besitzt ein festes 10 mm Objektiv und die feste Brennweite ist situationsabhängig. Für viele Beobachtungen passt der Blickwinkel sehr gut. Manchmal wünsche ich mir allerdings etwas mehr Weitwinkel. In einer anderen Situation wäre wiederum etwas mehr optische Vergrößerung schön. Natürlich gibt es einen Digitalzoom, aber ein Digitalzoom ersetzt keine andere Brennweite. Man ist also grundsätzlich auf diesen optischen Blickwinkel festgelegt. Der Fokus lässt sich dagegen manuell einstellen und das funktioniert wirklich gut. Je nachdem, wie weit mein Ziel entfernt ist, muss ich entsprechend nachfokussieren. Die Einstellung ist fein genug und man bekommt das Bild damit sehr schön scharf. Allerdings hatte ich dabei immer wieder ein Problem. Ich hätte gern Focus Peaking. Wer mit Foto- oder Videokameras arbeitet, kennt das. Dabei werden scharfe Kanten beispielsweise rot oder gelb markiert. Ich drehe am Fokusring und sehe direkt, jetzt ist dieser Bereich scharf. Denn beim Wärmebild fällt mir die Einschätzung manchmal schwer. Ist es jetzt wirklich perfekt scharf oder könnte ich noch ein kleines bisschen nachstellen? Focus Peaking wäre meiner Meinung nach richtig praktisch. Das große Display hat allerdings auch einen Nachteil. Es kann ziemlich hell sein. Die Helligkeit lässt sich reduzieren, dafür muss ich aber ins Menü. Und genau deshalb kommt mein nächster Wunsch. Ich hätte gern ein kleines, frei belegbares Drehrad.
so ähnlich wie ein Mausrad, das ich mit dem Daumen bewegen kann. Ich persönlich würde damit die Displayhelligkeit einstellen, nachts runterdrehen, am Tag wieder hoch, ohne ins Menü zu müssen. Und wenn Thermal Master dieses Rad frei belegbar machen würde, könnten andere Nutzer damit vielleicht den Digitalzoom oder eine andere, häufig verwendete Funktion steuern. Das wäre eine richtig praktische Ergänzung. Die Bedienung über den Touchscreen funktioniert grundsätzlich gut, allerdings ist die DV2 natürlich auch ein Outdoor-Gerät. Und mit normalen Handschuhen wird Touch schnell problematisch. Dann muss man die Handschuhe ausziehen. Gerade im Winter ist das nicht optimal. Deshalb hätte ich gern richtige Hardware-Tasten für Foto und Video. Beispielsweise kurzer Tastendruck Foto, langer Druck Videoaufnahme starten. Oder zwei getrennte Tasten. Hauptsache, ich könnte die Aufnahme auch mit Handschuhen starten. Die DV2 kann Fotos und Videos direkt aufzeichnen. Dafür stehen 32 GB interner Speicher zur Verfügung. Und sehr praktisch finde ich, über USB-C kann ich anschließend direkt auf die Daten zugreifen. Ich verbinde die Kamera mit dem Computer, öffne den Speicher und kopiere die Dateien. Kein komplizierter Umweg, Kabel rein, Dateien kopieren, fertig. Natürlich kann ich die DV2 über USB-C auch laden. Damit brauche ich unterwegs kein spezielles Ladegerät für das komplette Gerät. Noch besser finde ich allerdings, der Akku ist wechselbar. Bei diesem Gerät steckt ein 21700 Akku drin. Gerade unterwegs ist das richtig praktisch. Ist der Akku leer, Akku raus, zweiten Akku rein, weiter geht's. Ich muss nicht warten, bis das komplette Gerät wieder geladen ist. Und ich habe noch etwas ausprobiert. Die DV2 lässt sich sogar ohne eingesetzten Akku über eine Powerbank betreiben. Das ist für längere Touren natürlich ebenfalls sehr praktisch. Eine ganz kleine Sache würde ich verändern, die Objektivkappe. Sie ist lose. Und lose Objektivkappen haben meiner Erfahrung nach eine besondere Fähigkeit. Sie verschwinden. Ich würde ganz einfach ein kleines Band daran machen. Dann hängt die Kappe beim Benutzen am Gerät und kann nicht verloren gehen. Die DV2 besitzt außerdem einen integrierten Laserpointer. Damit kann ich beispielsweise eine Position markieren und einer anderen Person zeigen, da musst du hinschauen. Und dabei kam mir ziemlich schnell der Gedanke, wenn hier schon ein Laser verbaut ist, warum nicht direkt ein Laserentfernungsmesser integrieren? Ganz so einfach ist es technisch natürlich nicht. Ein Laserpointer muss lediglich Licht aussenden. Ein Entfernungsmesser muss das reflektierte Licht wieder empfangen und daraus die Entfernung berechnen. Dafür benötigt man zusätzliche Optik, Elektronik und Sensorik. Trotzdem würde ich mir genau das bei einer zukünftigen Version wünschen. Ziel anvisieren, Taste drücken und direkt am Display steht 175 Meter. Gerade für ein Beobachtungsgerät wäre das meiner Meinung nach eine richtig sinnvolle Funktion. Wenn Thermal Master irgendwann eine DV3 baut, hätte ich also folgende Wunschliste: Focus Peaking für die manuelle Fokussierung, ein frei belegbares Drehrad, zum Beispiel für die Displayhelligkeit, Hardware-Tasten für Foto und Video, einen etwas ergonomischeren Griff, eine mit einem Band gesicherte Objektivkappe und einen direkt integrierten Laserentfernungsmesser mit Anzeige im Wärmebild. Das Grundkonzept müsste dafür meiner Meinung nach gar nicht verändert werden. Es sind eher Details, die die Bedienung noch komfortabler machen würden. Zum Abschluss möchte ich die DV2 noch kurz mit einem anderen Wärmebildgerät vergleichen, das ich bereits getestet habe, dem Rix Optics Pocket K2. Und hier möchte ich direkt etwas klarstellen: Das Pocket K2 ist ebenfalls ein richtig gutes Gerät. Dieser Vergleich soll also nicht zeigen, DV2 gut, Pocket K2 schlecht oder umgekehrt. Die beiden Geräte haben meiner Meinung nach einfach unterschiedliche Stärken. Interessanterweise sind sich beide beim eigentlichen Wärmebildsensor ziemlich ähnlich. Auch das Pocket K2 arbeitet mit 256 x 192 Pixeln, 12 Mikrometer Pixelgröße und 50 Hertz. Die RIX-Anleitung nennt einen NETD-Wert von unter 25 Mikrokelvin. Wir reden also bei beiden Geräten über eine thermische Empfindlichkeit im Bereich von nur wenigen Hundertstel Grad Temperaturdifferenz. Das ist bei beiden technisch beeindruckend. Und nur weil die DV2 auf dem Papier kleiner gleich 20 und das Pocket K2 kleiner 25 Mikrokelvin erreicht, würde ich daraus keinen Sieger ableiten. Dafür spielen Bildverarbeitung, Optik und andere Faktoren eine viel zu große Rolle.
Bei meinen Pocket K2 Aufnahmen sieht man übrigens in der Anzeige die Vergrößerung 1,7-fach. Das ist kein zugeschalteter 1,7-fach Digitalzoom. Das K2 besitzt bereits eine optische Grundvergrößerung von 1,7-fach. Der Digitalzoom wird zusätzlich angewendet. Deshalb haben DV2 und Pocket K2 von Haus aus schon einen etwas unterschiedlichen Bildausschnitt. Bei meinen Aufnahmen gefällt mir die Bildverarbeitung der DV2 teilweise noch etwas besser. Das Bild wirkt auf mich etwas feiner und detailreicher. Gerade Äste, Vegetation und Gebäudekanten werden sehr sauber dargestellt. Das Pocket K2 liefert aber ebenfalls ein richtig gutes Wärmebild. Bei meinen Aufnahmen wirkt es teilweise etwas kontrastreicher und etwas gröber. Aber das ist kein Unterschied von gut gegen schlecht. Beide Geräte liefern für mich ein überzeugendes Wärmebild. Und hier muss ich beim Vergleich noch etwas Wichtiges sagen. Vorhin konnte ich euch sehr schön zeigen, außerhalb des DV2-Displays ist es praktisch komplett dunkel und trotzdem sehe ich auf dem Display die komplette Landschaft. Beim Pocket K2 ist das grundsätzlich genauso. Auch das Pocket K2 benötigt kein sichtbares Licht und funktioniert in völliger Dunkelheit. Der Unterschied ist nur, beim Pocket K2 schaue ich durch dieses Okular. Deshalb kann ich den Effekt nicht so schön mit dem Smartphone filmen wie bei der DV2. Bei der DV2 habe ich das große Display direkt vor der Kamera. Beim K2 müsste die Kamera praktisch durch das Okular schauen. Die DV2 bekommt bei dieser Demonstration also einen kleinen Präsentationsvorteil. Das bedeutet aber nicht, dass das Pocket K2 für seine Wärmebildfunktion Restlicht benötigt. Und damit sind wir beim vielleicht wichtigsten Unterschied. Beim Pocket K2 schaue ich durch ein Okular, bei der DV2 auf ein großes Display. Beide Varianten haben Vorteile. Ein echter Vorteil des Pocket K2 ist der Dioptrienausgleich. Ich kann das Okular auf meine Sehstärke einstellen. Und bei mir bedeutet das, ich kann das Pocket K2 ohne Brille benutzen. Das finde ich ausgesprochen angenehm. Bei der DV2 funktioniert das natürlich nicht. Hier schaue ich auf ein normales Display. Wenn ich zum Betrachten dieses Displays eine Brille benötige, brauche ich sie auch bei der DV2. Für Brillenträger ist die Dioptrienkorrektur des K2 deshalb ein echter Vorteil. Beim Pocket K2 gibt es dagegen einen Effekt, den man grundsätzlich von beleuchteten Okularen kennt. Wenn ich nachts längere Zeit durch das Display schaue und das Gerät anschließend vom Auge nehme, sehe ich mit diesem Auge zunächst deutlich schlechter in der Dunkelheit. Das Auge muss sich erst wieder anpassen. Das ist kein Fehler des Pocket K2, das ist einfach eine Folge davon, dass man vorher auf einen beleuchteten Bildschirm geschaut hat. Hier würde ich mir übrigens ebenfalls einen besonders schnell zugänglichen Helligkeitsregler wünschen. Bei der DV2 habe ich diesen Effekt nicht so stark. Dafür leuchtet natürlich dieses große Display vor mir. Und wenn es draußen wirklich stockdunkel ist, kann auch das ziemlich hell wirken. Deshalb wieder mein Wunsch, einfach schnell am Drehrad dunkler stellen. Wenn ich wirklich outdoormäßig unterwegs bin, hat das Pocket K2 meiner Meinung nach einige klare Vorteile. Es ist deutlich kleiner, leichter, kompakter und es wirkt auf mich ausgesprochen robust. RIX gibt für das Pocket K2 offiziell die Schutzklasse IP67 an. Wenn ich also durch Wald und Gelände laufe, über Äste steige oder vielleicht sogar einmal ausrutsche, hätte ich bei diesem kleinen geschlossenen Gerät persönlich etwas weniger Bauchschmerzen. Bei der DV2 ist ihr größter Vorteil gleichzeitig ein Bauteil, auf das ich draußen besonders achten würde: das Klappdisplay. Wenn das Gerät herunterfällt oder ich beim Wandern stürze und genau auf dieses ausgeklappte Display falle, hätte ich natürlich mehr Sorge. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass das Display schlecht verarbeitet ist, es ist einfach konstruktionsbedingt ein größeres bewegliches Bauteil. Noch ein Vorteil des Pocket K2 beim Outdoor-Einsatz: die Bedienung läuft über richtige Tasten. Es gibt Tasten für Zoom, Menü, Foto und Video. Dadurch kann ich es auch mit Handschuhen ziemlich gut bedienen. Beim DV2 übernimmt der Touchscreen wesentlich mehr. Im Sommer kein großes Problem, im Winter finde ich das K2 in dieser Hinsicht praktischer. Bei der Stromversorgung gefallen mir dagegen beide Geräte. Das Pocket K2 verwendet einen wechselbaren 18650 Akku. Bei meiner DV2 steckt ein wechselbarer 21700 Akku drin. Und beide Geräte konnte ich in meinem Test sogar ohne eingesetzten Akku über eine Powerbank betreiben. Damit ist man bei beiden Geräten auf längeren Touren ziemlich flexibel. Und welches der beiden würde ich jetzt mitnehmen? Ganz klar, das hängt vom Einsatzzweck ab.
Wenn ich richtig draußen unterwegs bin, durch den Wald laufe, über unebenes Gelände, möglichst wenig Gewicht mitnehmen möchte, vielleicht Handschuhe trage, dann würde ich wahrscheinlich das Pocket K2 wählen. Es ist kompakt, robust, IP67 geschützt, sehr gut über Tasten bedienbar und dank Dioptrienkorrektur kann ich es persönlich sogar ohne Brille benutzen. Für diesen Zweck ist das Pocket K2 wirklich ein tolles Gerät. Wenn ich dagegen längere Zeit beobachten möchte, vielleicht eher von einem festen Standort, wenn ich Wärmebildvideos aufnehmen möchte oder wenn ich einfach ein möglichst großes Bild vor mir haben möchte, dann gefällt mir das Konzept der Thermalmaster DV2 besser. Gerade dieses große Display macht die Beobachtung extrem komfortabel und die Bildqualität hat mich wirklich beeindruckt. Deshalb gibt es für mich hier keinen pauschalen Gewinner. Das Pocket K2 ist eher das kompakte, robuste Outdoor-Wärmebildgerät. Die DV2 ist eher ein komfortabler Wärmebild-Camcorder mit großem Display. Und je nachdem, was ich vorhabe, kann das eine oder das andere Gerät die bessere Wahl sein. Damit kommen wir zum Fazit. Was mich bei der Thermal Master DV2 am meisten beeindruckt hat, ist ganz eindeutig die Bildqualität, vor allem nachts. Hier sieht man mit der normalen Kamera praktisch nichts. Und gleichzeitig zeigt die DV2 die komplette Umgebung. Genau das fasziniert mich an diesem Gerät. Dazu kommt eine thermische Empfindlichkeit von höchstens 20 Mikrokelvin. Also die Fähigkeit des Wärmebildsystems, unter entsprechenden Bedingungen extrem kleine Temperaturunterschiede vom Eigenrauschen zu unterscheiden. Noch einmal, die DV2 misst Temperatur nicht auf 0,02 Grad genau, sie ist auch gar nicht als klassisches Temperaturmessgerät gedacht, sie ist ein Beobachtungsgerät. Aber genau zum Beobachten ist es faszinierend, wie fein moderne Wärmebildtechnik inzwischen selbst kleinste thermische Unterschiede sichtbar machen kann. Und die DV2 setzt diese Information meiner Meinung nach sehr gut in ein detailreiches Bild um. Das große, ausklappbare Display gefällt mir ebenfalls sehr gut, es macht die Kamera aber größer. Aber gleichzeitig ist längeres Beobachten ausgesprochen angenehm. Der Wechselakku ist praktisch. USB-C kann zum Laden, zur Stromversorgung und zur Datenübertragung genutzt werden. Der manuelle Fokus funktioniert sehr gut. Und mit 32 GB internem Speicher lassen sich Fotos und Videos direkt aufzeichnen. Meine Verbesserungswünsche wären Focus Peaking, ein frei belegbares Drehrad, Hardware-Tasten für Foto und Video, ein etwas ergonomischerer Griff, eine am Gerät befestigte Objektivklappe und bei einer zukünftigen DV3 am liebsten ein direkt integrierter Laser-Entfernungsmesser. Das Grundkonzept gefällt mir aber wirklich gut. Und insbesondere die Wärmebildqualität der DV2 hat mich im praktischen Einsatz überzeugt. Jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Was wäre für euch praktischer? Ein kompaktes Monookular wie das RIX Pocket K2 mit Okular-Dioptrienkorrektur und robuster Bauweise? Oder gefällt euch das große ausklappbare Display der Thermal Master DV2 besser? Und findet ihr es genauso beeindruckend, wie viele Details moderne Wärmebildgeräte bei völliger Dunkelheit sichtbar machen können? Schreibt es gern unten in die Kommentare. Der Link zur Thermal Master DV2 ist wie immer in der Videobeschreibung. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt diese ebenfalls in die Kommentare. Ich versuche zu helfen. Lasst mir gern ein Like und ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.